Februar 1945. In den letzten 6 Jahren war Europa ein blutiges Schlachtfeld, auf dem Millionen Menschen starben. Es gibt keinen Zweifel mehr, dass Nazi-Deutschland besiegt werden wird. Die Alliierten wollen für die Zukunft planen. Während noch die Kämpfe toben, soll schon der Friede ausgehandelt werden. Daher beschließen Stalin, Roosevelt und Churchill persönlich miteinander zu verhandeln. Das Treffen findet in einem kleinen Ort im Süden der Sowjetunion auf der Krim statt. Auf dieser vielleicht wichtigsten Konferenz der Moderne träumen die neuen Großmächte von einer Nachkriegsweltordnung. Man nennt sie die Jalta-Konferenz. Dieses Foto wurde zu einem Sinnbild Jaltas. Aber was führte zu diesem Augenblick? Warum erscheinen die Gesichter Churchills, Roosevelts und Stalins so verkrampft? So einig sie im Krieg waren, so zerstritten sind sie über den Frieden. 8 Tage lang verwickeln sie sich in einen gnadenlosen Streit, befeuert durch ihre unterschiedlichen Interessen und Ideologien. Jalta wird das letzte Mal sein, dass sich alle treffen. Für jeden von ihnen ist dies ein wesentlicher Kreuzweg seines Schicksals. Und diese Konferenz wird schon bald die Welt in eine neue Ära der Dunkelheit stoßen. Am 3. Februar 1945 landen ein britisches und ein amerikanisches Flugzeug nach einem 7-stündigen Nachtflug auf der gefrorenen Landebahn des Saki-Flughafens auf der Krim. Winston Churchill ist angespannt. Darüber hinaus ist er krank, er hat 39 Grad Fieber. Aber der britische Premierminister versucht sich nichts anmerken zu lassen. Er möchte eine neue Seite im Buch der Geschichte schreiben. Auch US-Präsident Franklin Delano Roosevelt zeigt sich ungeachtet seiner extremen Erschöpfung entschlossen. Viele der in Jalta Anwesenden führen Aufzeichnungen, dank derer wir über den Verlauf der Konferenz genau Bescheid wissen. Diese Notizen erzählen eine andere Geschichte, als es die offiziellen Verlautbarungen taten. Stalin beschloss, nicht nach Saki zu kommen und seine Gäste nicht dort zu begrüßen. Das war ein erster Zug in seinem Machtspiel. Die Verhandlungen waren für ihn schon am Laufen. Es oblag seiner treuen rechten Hand, Minister Molotow, Roosevelt und Churchill am Flugplatz zu empfangen. Wegen seiner fortschreitenden Kinderlähmung konnte Roosevelt nicht mehr gehen. Churchill, der an seiner Seite ging, schien in einer unterlegenen Position zu sein. Die Wirkung dieser Szene wird von Churchills Arzt, Lord Moran, offensichtlich missverstanden, wenn er in seinem Tagebuch stolz schreibt: Der Premierminister geht an der Seite des Präsidenten wie ein indischer Begleiter einst an der Seite von Königin Victorias Kutsche. Aber noch häufiger soll Churchill hier wie Roosevelts Begleiter erscheinen. Der Krieg ist noch nicht vorbei, aber Glanz und Gloria des britischen Empires sind bereits am Schwinden. Die USA und die Sowjetunion sind die neuen Riesen des kommenden Jahrhunderts. Jalta wird für Churchill ein Kampf ums Überleben. Die Stadt liegt 150 Kilometer vom Flughafen Saki entfernt. Die Fahrt dauert aufgrund der schlechten und kurvenreichen Straße
Über 5 Stunden. Eine Riesenquälerei für Roosevelt. Er war gelähmt. Bei einer Autofahrt musste er im Fond auf Polstern sitzen, um seinen Rücken und seine komplett gelähmten Beine zu stützen. Das war wirklich eine sehr schwierige Reise. Da in Europa noch der Krieg tobte, stand die Straße nach Jalta unter strengster Bewachung. Am Himmel patrouillierten 160 Jagdflugzeuge. In der Reisegruppe ist auch Anna Böttiger, Roosevelts Tochter, die erschrocken in ihr Tagebuch schreibt: Von Saki bis Jalta standen alle 300 Meter russische Soldaten, Frauen und Männer. Die ohne Gewehre salutierten jedes Mal, wenn ein Wagen vorbeifuhr. Alle wirkten wach und kampfbereit. Roosevelt und Churchill fahren durch eine Szenerie völliger Zerstörung. Die Krim wurde erst vor einem Jahr von den Russen zurückerobert. Über 20 Millionen Russen hatten ihr Leben verloren. 70.000 sowjetische Städte und Dörfer waren zerstört. Die UdSSR hat durch den Krieg tiefe und tiefste Wunden davongetragen. Und Stalin selbst gestaltete die Reiseroute so, dass seinen Gästen nicht das kleinste Detail dieser Verwüstung entgeht. Dies erlaubte Stalin, und darin lag sein großes Geschick, seinen Verhandlungsgegnern eine große Bürde aufzuerlegen. Der Subtext war: Wir haben so viele Menschen verloren, nur weil ihr nicht gekommen seid, um uns zu helfen. Nach einer nicht enden wollenden Fahrt erreichen Roosevelt und Churchill schließlich am frühen Abend Jalta. Roosevelt ist völlig erschöpft. Seine Reise begann schon 12 Tage zuvor. Mit dem Schiff ging es bis Malta und von dort mit dem Flugzeug nach Saki. Roosevelt hatte also 8.500 Kilometer hinter sich. Churchill auch noch immerhin 3.200 Kilometer. Stalins Reise mit dem Regierungszug ging über nur 1.500 Kilometer. Diese Kilometerleistungen könnte man als signifikant bezeichnen. Roosevelt war bereit zu den größten Bemühungen und Stalin zu den wenigsten. Die Bucht von Jalta hat nichts von ihrem Liebreiz verloren. Im 19. Jahrhundert galt die Gegend als die russische Riviera, an der der Zar und die Aristokraten ihren Urlaub verbrachten. Die Konferenzteilnehmer wohnten in den wenigen noch intakten Palais. Die wurden noch vor dem Verhandlungsbeginn im Februar 1945 komplett wiederhergestellt. In Erwartung der Konferenz wurden sie schnell renoviert und mit Inneneinrichtung ausgestattet, die in großen Transporten aus Moskau herangeschafft wurde, um sie heimelig zu gestalten. Davor hatte man sie sehr lange verwahrlosen lassen. Stalin hatte den Konferenzort Jalta bestimmt. Und er wollte, dass seine Gäste sich wohlfühlten. Nun wurden sie mit großem Aufwand begrüßt. Die 2 schönsten Palais waren für sie reserviert. Der Livadia-Palast, die Sommerresidenz des letzten russischen Zaren Nikolaus II. Für Roosevelt und als Verhandlungsort, sowie der Woronzow-Palast für Churchill. In dieser klaren Nacht sammelten die großen 3
ihre Kräfte für den bevorstehenden Marathon. Die Verhandlungen beginnen am 4. Februar. Noch ehe die Gespräche in Gang kommen, macht Stalin Höflichkeitsbesuche bei seinen Gästen. Zuerst bei Churchill. Die beiden hatten sich zuletzt 4 Monate zuvor in Moskau getroffen. Sie zogen in freundlichem Miteinander Bilanz über die Kriegslage. Stalins Besuch bei Roosevelt verläuft ebenso herzlich. Die beiden trinken gemeinsam Martinis, Roosevelts heimliches Laster. Stalin bemerkte das Fehlen einer Zitrone und bei nächster Gelegenheit ließ er einen riesigen Zitronenbaum liefern. Das beeindruckte die Briten und die Amerikaner durchaus, denn mitten im Krieg einen Zitronenbaum aufzutreiben, das war schon eine Leistung. Sie waren schier geblendet. Gleichzeitig bewies ihnen das Stalins Macht. Auf den Schlachtfeldern ist Stalin in dominanter Position. Seit dem Frühling rollt die russische Dampfwalze und die Rote Armee holt sich ihre Gebiete von den Deutschen zurück. Stalin will nun für seine Kriegsanstrengungen eine entsprechende Dividende. Endlich um 17 Uhr beginnen die Verhandlungen. Für die Verhandlungen wurde der Ballsaal des Livadija-Palastes adaptiert. Minister und Diplomaten sprechen miteinander, während sie auf die 3 Weltenlenker warten. Als erster erscheinen Churchill und seine Tochter Sarah. Der Premierminister ist bester Laune und trägt als kleine Verbeugung vor seinem Gastgeber eine russische Mütze. Nach einer geruhsamen Nacht ist sein Fieber zurückgegangen. Es geht ihm besser. Stalin kommt als Nächster. Für die Kamera unterstreichen die beiden Männer ihre Kameradschaft. Währenddessen sitzt Roosevelt, der unauffällig hereingeschoben wurde, schon am Verhandlungstisch. Dieses Ritual wird er für die nächsten 8 Tage wiederholen. Sein Kommen zu filmen verbietet er, da er das als erniedrigend empfindet. Er musste von seinem Rollstuhl auf einen Sessel gehoben werden. Nicht so einfach, wenn man von der Hüfte abwärts gelähmt ist. Jeder der 3 ist von Beratern umgeben, die bei den Verhandlungen unterstützen. Churchill wird von seinem Außenminister Anthony Eden und dem Diplomaten Alexander Cadogan, einem Kenner Polens, begleitet. Roosevelt stützt sich auf seinen Freund Harry Hopkins, seiner rechten Hand, der mehr vertraut als irgendjemandem sonst, und seinem Außenminister Edward Stettinius. Stalin hat 2 Hauptberater: Wjatscheslaw Molotow, seinen Außenminister, und den Diplomaten Iwan Maisky. 4 dicke Akten liegen auf dem Tisch. Das Schicksal des besiegten Deutschlands, das Polens, die Vereinten Nationen und der Krieg gegen Japan. Die Stellungen der verschiedenen alliierten Armeen hatten einen wesentlichen Einfluss auf diese Entscheidungen. Seit Dezember 1944 hatte die Rote Armee Rumänien, Bulgarien, Ungarn und Polen besetzt und stand nur mehr 80 Kilometer vor Berlin. Die westlichen Alliierten waren durch die Gegenangriffe in den Ardennen und im Elsass aufgehalten worden und standen nun am Rhein. Vom militärischen Gesichtspunkt aus gesehen waren die Sowjets den Westalliierten weit voraus.
Und das gab ihnen aus diplomatischer Sicht alle Rechte. Zusätzlich zu dieser faktischen Ungleichheit gibt es dann noch die ideologischen Gegensätze. Churchill und Roosevelt, zwei Kapitalisten, stehen einem Kommunisten gegenüber. Das heißt aber nicht, dass sie eine gemeinsame Front gegen Stalin bilden. Im Gegenteil, die beiden vertreten ganz unterschiedliche Ideologien. Roosevelt respektiert Churchill als alten Kriegsgaul, der in Europa ganz alleine stand. Und er bewundert diesen Kerl, der immer noch zu außerordentlichen Leistungen fähig ist. Gleichzeitig verachtet er ihn auch, da er ihn für einen rückwärtsgewandten Kolonialisten hält, während er sich selbst moderne Ideale zuschreibt, wie zum Beispiel die Entkolonialisierung der Welt. Roosevelt braucht Stalin mehr, als er Churchill braucht. Die USA kämpfen im Pazifik gegen Japan. Die Schlachten sind unfassbar blutig. Und die Japaner stürzen sich eher ohne Zögern in Selbstmordeinsätzen auf ihre Feinde, bevor sie an Aufgabe denken. Ohne russische Hilfe könnte der Krieg noch lange dauern. Roosevelt braucht Stalin auch für das von ihm verfolgte Projekt der Vereinten Nationen. Ohne Russland bliebe eine zu gründende UNO nur eine leere Schale. Um diese Projekte vorwärts zu bringen, ist Roosevelt bereit, Churchill, den Alliierten, der nichts mehr zu bieten hat, über Bord gehen zu lassen. Wie unnützen Ballast. Churchill nimmt das sehr übel. Er sieht es als Desaster, getrennt anzukommen, im Wissen, dass Stalin jede Unstimmigkeit zwischen Briten und Amerikanern sofort massiv ausnützen würde. Der britische Premierminister verdächtigt Stalin, in jedem von der Roten Armee befreiten Land ein kommunistisches Regime an die Macht zu hieven. Und er weiß, ohne Roosevelts Hilfe hat er keine Möglichkeit, ihn daran zu hindern. Am ersten Tag werden ausschließlich militärische Fragen besprochen. Jeder belauert die anderen. Taktisch geht Stalin in Führung, als er vorschlägt, Roosevelt solle bei den Plenarsitzungen den Vorsitz übernehmen. Indem er ihn zum Vorsitzenden macht, schmeichelt er ihm und raubt ihm gleichzeitig einen Teil seiner Macht, da er als Master of Ceremony nicht wie die beiden anderen konspirieren und hinter dem Rücken anderer verhandeln kann. Ein sehr kluger Schachzug von Stalin. Die erste Sitzung war eine Aufwärmrunde ohne wichtige Beschlüsse. Aber den westlichen Diplomaten wird klar bewusst, dass es nicht einfach sein wird, die eigene Stimme für Stalin hörbar zu machen. Am Abend versucht jeder, seine Strategie für den nächsten Tag auszufeilen. Churchill grübelt einsam vor sich hin, während er die Bilder vom britischen Aristokraten anstarrt, die Stalin entgegenkommenderweise aufhängen ließ, um ihm eine Freude zu machen. Roosevelt entwickelt seinen Schlachtplan zusammen mit Harry Hopkins. Tag 2. Churchill ist wieder der Erste. Stalin wieder verspätet. Dieses Mal geht es um ernste Dinge. Die deutsche Frage wird diskutiert. Wie soll Deutschlands Schicksal aussehen, nachdem es den Krieg verloren hat? Wie soll das Land regiert werden? Welche Reparationszahlungen sind angemessen? Die Alliierten haben zu all diesen Fragen unterschiedliche Standpunkte. Die Diskussion beginnt schon bei der Frage von Deutschlands bevorstehender Besetzung. Anfang 1944 bestand Einigkeit darüber, das besiegte Deutschland in 3 Zonen zu teilen. In eine amerikanische, eine britische und eine Sowjetzone. Aber nun stellt Churchill den Antrag auf eine 4. Zone für Frankreich.
Er wollte nicht länger alleine den beiden neuen Großmächten gegenüberstehen. Daher suchte er als Verbündeten eine zweite Kolonialmacht. Letztendlich sagte Stalin großmütig, die Franzosen haben während dieses Krieges nicht wirklich viel gekämpft. Daher verstehe ich nicht ganz warum. Sie haben kollaboriert, sie haben sich 1940 sehr schnell ergeben. Sie verdienen es nicht, aber ich bin ein vernünftiger Mann. Meinetwegen, aber sie müssen ihre eigene Besatzungszone mit ihnen teilen. Dieses Zugeständnis kostet ihn nichts und Stalin stimmt schnell zu. Er bekommt dadurch allerdings die Möglichkeit, von seinen Alliierten etwas im Gegenzug zu fordern. Er will die höchstmöglichen Reparationszahlungen von Deutschland. Die Sowjetunion ist ruiniert. Der Fritz muss zahlen. Diese rachsüchtige Haltung beunruhigt Roosevelt und Churchill. In dieser Angelegenheit bleiben die beiden westlichen Führer hart. Ein ausgeplündertes Deutschland nur um Stalin zu besänftigen? Wie sollte das jemals wieder auf eigene Beine kommen? Es müsste zwangsläufig von uns unterstützt werden, also würden letztendlich wir Stalins Reparationsforderungen zahlen. Das kommt nicht in Frage. Diese Weigerung bringt Stalin dazu, auf seinem Standpunkt zu beharren. Er ist verärgert und wird misstrauisch. Er ist wütend auf seine Verbündeten und wird aggressiv. Seien Sie ehrlich, schauen Sie mir in die Augen und sagen Sie mir, warum wollen Sie den Wiederaufbau der Sowjetunion nicht? Gibt es da hinten in Ihren westlichen Gehirnen irgendeinen Grund, der Sowjetunion das Recht zu verweigern, aus den Trümmern wieder aufzuerstehen? Warum wollen Sie uns unterminieren? Erst die Herausforderung, dann der Bluff. Stalin spielt nun seine Trumpfkarte und dafür braucht er die Unterstützung seines Kumpels Molotow. Die beiden bilden ein unvergleichliches Duo. Beide sind Meister in der Kunst schwarzer Diplomatie. Molotow ist der böse Kopf, der Mr. Niet. Er ist derjenige, der niemals freundlich ist und sich bei den meisten schwierigen Fragen keinen Zentimeter bewegen lässt. Wenn sich dann Stalin einmischt, glättet er die Wellen, indem er Molotow sagt, du gehst zu weit, sei nicht so scharf. Nun muss eine Gesamtsumme für Reparationszahlungen der Akte Deutschland beigefügt werden. Nichts wurde noch von der Sowjetdelegation beschlossen, außer einer Minimum- und einer Maximumsumme. Der russische Diplomat Iwan Maisky beschreibt in seiner Mitschrift die Szene. Molotow, zur Rechten Stalins sitzend, beugt sich zu ihm und fragt mit besorgter Stimme, soll ich Ihnen eine Gesamtsumme sagen? Ja, gib ihnen eine Gesamtsumme. Welche? 5 oder 10? 10, faucht Stalin. So demonstriert man, dass die Diskussion weitergeht, noch nichts fixiert ist. Aber es scheint die Verhandlungsgegner am Tisch zu beruhigen. 10 Milliarden für die UdSSR. Das ist beschlossen. Niemand sagt etwas. Stalin nimmt an, seine Gesamtsumme sei akzeptiert. Die Westdiplomaten wagen es nicht zu reagieren, aber diese Vereinbarung wird schon bald harte Konsequenzen nach sich ziehen. Da Deutschland nicht in der Lage ist, so eine gigantische Summe aufzubringen, werden sich die Sowjets ihre Reparationen durch die Demontage und den Abtransport der deutschen Industrieanlagen holen. Nach dieser ersten Runde gehen alle drei in ihre Palais zurück, um sich zu erholen. Wie es seine Gewohnheit ist, vergräbt sich Stalin in seine Akten und bereitet sich für die Debatten des nächsten Tages vor. Sein Schreibtisch blieb unberührt, wie er damals war. Roosevelt im Livadia-Palast findet bei seiner Tochter Anna ein wenig Frieden und Heiterkeit wieder. Sie ist in den letzten Jahren zu seiner engsten Vertrauten geworden und begleitet ihn überall hin. Sie bot ihm nicht nur die angenehme Gesellschaft einer Tochter, sie war auch sehr am Laufenden, was Akten anbelangt. Wir wohnten damals im Weißen Haus und sie war eine Art unbezahlte persönliche Assistentin. Sie war seine eigentliche rechte Hand. 15 Kilometer entfernt sitzt Churchill mit seiner Tochter Sarah im Woronzow-Palast. Die junge Frau ist Schauspielerin und freiwillige Helferin bei der Royal Air Force. Churchill genießt ihre Heiterkeit.
Die jungen Frauen sind entzückt, eingebunden zu sein. Und ihre Väter freuen sich, sich vor ihren Töchtern ein wenig aufspielen zu können und zu zeigen, dass die ganze Familie mitarbeitet. Und es macht einen guten Eindruck vor den Begleitern. Und sie können Dinge tun, die sonst keiner kann. Churchill zum Beispiel ging spät schlafen, arbeitete noch im Bett und verbrachte eine Menge Zeit am Klo. Ein Flügeladjutant kann ihn dann nicht rechtzeitig rausholen, aber die Tochter kann das. An den meisten der Abende in dieser Woche lädt ein Anführer die anderen zum Essen ein. Eine Möglichkeit für informelle Verhandlungen. Das erste dieser Abendessen fand im Livadija-Palast statt. Die Amerikaner sorgten für den Service und die Russen für das Essen. Und für Stalin war es eine Ehrensache, dass es opulent war. Das waren 15 bis 30 Gänge mit Kaviar, Schlagobers, allem Möglichen. Obers war in Großbritannien rationiert. Irgendwie hatten die Leute vergessen, wie es schmeckt. Gleichzeitig hungerte sich das sowjetische Volk fast zu Tode. Aber das interessierte Stalin nicht. Ihm ging es nur darum, seine Macht zu demonstrieren. So sind die georgische und die russische Gastfreundschaft. Ich bin ihr Gastgeber. Ich tue alles für sie. Sie müssen nur fragen. Psychologisch gewann er damit Oberhand unter dem Motto: Ich bin beides, Ihr Meister und Ihr Diener. Das ist großartig. Großartig und bedrohlich zugleich. Alles hing von Stalins gutem Willen ab. Das ist einer der eindeutigen Aspekte von Jalta. Um sicherzugehen, dass seine Gäste sich heimelig fühlen und sich ihm geneigt zeigen, hat Stalin an alles gedacht. Zum Abendessen fließt reichlich Alkohol. Es ist wohl bekannt, wenn du erfolgreich verhandeln willst, musst du dafür sorgen, dass die Delegationen sich wohlfühlen. Essen und Trinken gehörte daher schon immer zu den Mitteln der gastgebenden Machthaber. Wer kann am meisten trinken, ist ein beliebtes Spiel. Und meiner Meinung nach spielte Alkohol in Jalta eine wichtige Rolle. Dieses erste Abendessen bringt die Alliierten wieder zusammen. Ein neues Gefühl von Vertrauen entsteht. Die Verhandlungen gehen in einer frischen Atmosphäre weiter. Um allen zu ermöglichen, sich von diesen biblischen Abenden zu erholen, werden die Plenarsitzungen auf den späten Nachmittag verlegt. Aber Stalins, Roosevelts und Churchills Kohorten arbeiten schon ab dem frühen Morgen an den Vorbereitungen für diese Debatten. Sie erwägen die möglichen Kompromisse für jeden Akt. Es obliegt dann den großen Drei, das auszudiskutieren. Am 6. Februar, dem dritten Tag, liegt die polnische Akte auf dem Tisch. Das ist bis jetzt der heikelste Punkt dieser Konferenz und auch der symbolischste. Denn mit Polen begann der Krieg. Die Alliierten müssen eine neue Regierung einsetzen, aber sie können sich auf nichts einigen. Stalin hat Polen immer schon als Bedrohung seines Landes betrachtet. Denn durch die ganze Geschichte hindurch hatte Polen Russland immer wieder angegriffen. Daher möchte er aus Polen einen sogenannten befreundeten Staat machen. Letztlich möchte er rund um die Sowjetunion eine Pufferzone von befreundeten Staaten bilden, um sicherzugehen, nie mehr angegriffen zu werden. Die Sowjets wollten eine Pufferzone. Alle wussten, dass dies ein zentraler Punkt ihrer Außenpolitik war. Und wenn Sie darüber nachdenken, wenn Sie ein großes Land sind wie die UdSSR damals, würden Sie auch nicht feindliche Staaten an Ihren Grenzen haben wollen, sondern befreundete.
Was versteht man aber unter einem befreundeten Staat? Ist das ein Staat, dessen Außenpolitik gegenüber der Sowjetunion freundlich, aber dessen Politik absolut selbstbestimmt ist? Oder ist das ein Staat, dessen Freundschaft durch die Umwandlung in eine kommunistische Gesellschaft garantiert ist? Das ist die große Frage. Die Briten hatten Hitler nicht wegen Polen den Krieg erklärt, um daraus jetzt einen kommunistischen Staat werden zu lassen. Churchill will ein Nachkriegspolen, das frei und unabhängig ist. Großbritannien hatte ein traditionell gutes Verhältnis zu Polen. Die Engländer trieben viel Handel mit den Polen. Sie wollten nicht, dass ein kommerziell so wichtiges Land mit so vielen Menschen unter kommunistischen Einfluss gerät, wenn sie es nur irgendwie verhindern konnten. Für Roosevelt, innerlich fern von Europa, ist die polnische Frage nur eine Nebensache, die aber in Bezug auf andere Dinge eine gewisse Wichtigkeit besitzt. 6 Millionen Amerikaner haben polnische Wurzeln und sie wählen mehrheitlich Roosevelts Demokratische Partei. Daher ist ihm die mögliche Situation Polens wichtig. Diese nach den USA ausgewanderten Polen sind glühende Antikommunisten. Die meisten kamen schon vor dem Ersten Weltkrieg nach Amerika. Aber sie haben nicht vergessen, dass Stalin mit Hitler gemeinsam Polen angegriffen hat. Diese US-Polen haben mit den Briten zusammen Władysław Raszkiewicz, der seit 1940 im Exil in London war, zum polnischen Präsidenten gewählt. Das Problem ist, dass eine andere kommunistische Regierung dagegen opponiert. Diese Regierung von Sowjets Gnaden wird von Bolesław Bierut angeführt. Sie hat ihren Regierungssitz im Herzen Polens in Lublin und nennt sich Polnisches Komitee der nationalen Befreiung oder Lublin-Komitee. Die Londoner und die Lubliner Regierung verabscheuen einander. 6 Monate zuvor wurde ihre Beziehung irreparabel zerstört. Im August 1944 stand die Rote Armee vor den Toren Warschaus. Von London aus beschließt Raszkiewicz, einen Aufstand zu wagen. Er erhofft sich die Befreiung der Hauptstadt durch die polnische Widerstandsbewegung, bevor die Kommunisten kommen, um in der kommenden Regierung die Oberhand zu behalten. Aber die Deutschen schlagen gnadenlos zurück. Nach 63 Tagen ist der Widerstand aufgerieben. Stalin befiehlt der Roten Armee, stehen zu bleiben und lässt dies eiskalt geschehen. 200.000 Polen werden getötet. Die Hauptstadt zu 90% zerstört. Zwei Monate später erntet Stalin die Früchte und installiert eine kommunistische Regierung in Warschau. Diese Handlung Stalins wirft einen Schatten über die Verhandlungen in Jalta. Churchill ist nicht bereit, das Faktum zu schlucken, dass Stalin die Aufständischen in Warschau untergehen ließ, ohne ihnen zu Hilfe zu kommen. Da erkannte er, dass er nicht mit einem onkelhaften guten Kumpel verhandelte, sondern dass er diesem Mann nicht trauen konnte, der ein gefährlicher Verbrecher war. Schließlich begriff er, dass, auch wenn es zunächst darum ging, Hitler zu beseitigen, er nach dem Krieg die gleichen Probleme mit Stalin haben würde. Aber die Alliierten müssen jetzt in Jalta ihr Misstrauen und ihre Verbitterung beiseite lassen und Polens zukünftige Regierung einsetzen. Es geht nun darum, auf welchem politischen Modell sie basieren soll. Nach der angloamerikanischen Auffassung sollte man eine vereinte nationale Regierung aus Polens unterschiedlichen antifaschistischen Gruppen bilden.
Die Sowjets und Stalin wollen die neue Warschauer kommunistische Regierung anerkennen, allenfalls unter Einbeziehung einiger anderer Leute. Eine politische Kraft kämpft gegen die Niederlage. Stalin will nichts von der Londoner Exilregierung hören. Und wen immer Churchill oder Roosevelt als Kompromisskandidaten in die Lubliner Regierung einbringen wollen, er lehnt ihn ab. Warum sollte er auch zustimmen? Stalin weiß sich in einer Position der Stärke. Die sowjetischen Truppen standen in Polen. Sie hatten das Land besetzt, auch wenn sie das Wort Besetzung nicht verwendeten. Aber was es auch immer sein sollte, sie waren da. In gewisser Weise war der Einfluss der Sowjetunion vorprogrammiert. Die Alliierten finden keine gemeinsame Linie. Und langsam wird die Stimmung hitziger. Stalin wird zunehmend aufgewühlter. Iwan Maisky an seiner Seite erstarrt vor Angst. Er beschreibt die Szene in seinem Tagebuch. Plötzlich sprang Stalin auf und gestikulierte wild mit seinem rechten Arm. So ein Verhalten war bei einer Konferenz der großen drei nicht angebracht. Er begann in ungewöhnlich gereizter Art und Weise zu sprechen. Stalin war ein sehr taktischer und ruhiger Charakter, außer er empfand den geringsten Anlass, wütend zu werden. Diese Anlässe hatten einen gewaltigen Einfluss auf die Diskussion. Wenn er plötzlich aufstand und lange, inbrünstige Tiraden über irgendetwas losließ, war es allen klar, vor allem seinem Gegenüber, dass er nicht bereit sei, in diesem Fall einen Kompromiss zuzustimmen. Die Ausbrüche des sowjetischen Anführers walzen seine Alliierten nieder. Hopkins, Zeuge dieses Debakels, schiebt Präsident Roosevelt eine Notiz hinüber. Warum beenden wir das nicht für heute? Sagen Sie, wir reden morgen weiter. Es ist 7:15 Uhr. Besser, man lässt die Dinge, wie sie sind und beginnt ausgeruht am nächsten Tag wieder erneut. Das Geschick, mit dem Stalin verhandelt, ist jedermann offensichtlich. Onkel Joe, wie er im Westen genannt wird, hat einen hypnotischen Einfluss auf die Delegationen. Der Diplomat Alexander Cadogan schreibt in dieser Nacht: Ich muss gestehen, Onkel Joe ist der beeindruckendste der drei Männer. Er ist sehr ruhig und zurückhaltend. Wenn er spricht, verwendet er kein überflüssiges Wort und kommt sofort auf den Punkt. Der britische Außenminister Anthony Eden ist nicht weniger beeindruckt. Mit subtilen Methoden bekommt er, was er will, ohne halsstarrig zu wirken. Trotzdem kann Stalins Erfolg nicht lediglich seinen Verhandlungstalenten zugeschrieben werden. Was Eden und Cadogan nicht wussten, war, dass Onkel Joes Apparatchiks seine Alliierten ausspioniert hatten. Noch ehe die Jalta-Konferenz beginnt, weiß er schon alles, was vor sich geht. Die Vorbereitung für die Jalta-Konferenz lief schon seit einigen Monaten. Damals war der russische Informationsservice gut eingebettet in England und in den USA. Unsere Agenten versorgten uns mit erschöpfenden Details darüber, wie Churchill und Roosevelt sich auf die Konferenz vorbereiteten. Wir wussten genau, welche Themen sie zur Diskussion stellen wollten und bei welchen Positionen sie während der Verhandlung hart bleiben wollten. Um sicher alles mitzubekommen, hat der sowjetische Geheimdienst auch die Palais verwanzt. Churchill und Roosevelt wussten das. Was sie aber nicht ahnten, vielleicht aus einer kleinen Naivität heraus, war, dass wenn sie in den Park gingen, um ungestört reden zu können, alles von Mikrofonen, die in Bäumen und Sträuchern versteckt waren, in einem Radius von mehreren Metern aufgenommen wurde. Stalin waren diese Informationen sehr wichtig. Er wollte kein Fitzelchen davon vermissen. Seine Spione mussten ihm persönlich berichten, was sie gehört hatten.
Stalin wollte auch wissen, wie Dinge gesagt wurden. Er verlangte, dass die Dialoge ihm in der gleichen Betonung vorgetragen wurden, die Churchill und Roosevelt verwendet hatten. Die Karten des Jalta-Pokers waren gezinkt. Stalin wusste genau, was sein Gegenüber in der Hand hielt. Er wusste genau, wo er führte, während seine Alliierten immer mehr im Dunkeln tappten. Am 4. Tag der Verhandlungen musste die polnische Akte finalisiert werden. Dank der Informationen, die Stalin vom gestrigen Tag bekommen hatte, wusste er, dass die Westalliierten bereit waren, Polen zu opfern, um bei den anderen Akten zu bekommen, was sie brauchten. Die UNO und Japan erschienen Roosevelt viel wichtiger. Die Akte, die Churchill am meisten am Herzen lag, war in Jalta nicht am Tisch, spielte für ihn aber immer mit: Griechenland. Griechenland war einst ein britisches Protektorat. Es ist ein wichtiges strategisches Kapital für die Briten, da es den Weg zum Suezkanal offen hält und damit den Zugang zu den Kolonien. Aber in den letzten 2 Jahren war Griechenland in der Agonie eines blutigen Bürgerkrieges versunken. Die Kommunisten kämpften gegen den König um den Einfluss im ländlichen Raum und waren knapp davor, die Macht zu übernehmen. Falls Griechenland an die Kommunisten fallen sollte, stünde die Zukunft des ganzen britischen Empires auf dem Spiel. Churchill graut vor diesem Szenario. Um das zu verhindern, macht er den ersten Zug und verwickelt sich in einen gefährlichen Handel. Im Oktober 1944, 4 Monate vor Jalta, trifft der britische Premierminister Stalin in Moskau. Roosevelt kämpft zu diesem Zeitpunkt um seine Wiederwahl und Churchill nutzt dieses Zeitfenster seiner Abwesenheit, um mit Stalin einen Geheimpakt über Europas Zukunft zu schließen. Die Welt wurde somit nicht in Jalta aufgeteilt, sondern als Churchill und Stalin einander in Moskau trafen. Das Dokument, von Churchill auf einen Fetzen Papier gekritzelt, trägt auch Anmerkungen von Stalin. Wie 2 Krämer haben sie gemeinsam die osteuropäische Ernte verteilt. Die Sowjets bekommen 90% von Rumänien, die Sowjets bekommen 75% von Bulgarien, die Briten bekommen 90% von Griechenland. In Jalta hofft Churchill, dass sich Stalin an diese Übereinkunft erinnert. Um sicherzugehen, dass der Sowjetführer ihm in Griechenland freie Hand lässt, ist der britische Premierminister bereit, Polen hängen zu lassen. Diese Übereinkunft in Prozenten steht in scharfem Gegensatz zu dem Bild des unerschütterlichen Churchill, der niemals mit irgendeinem Kompromiss einverstanden war, Europa in Zonen und Einflusssphären zu teilen. Um Stalin nicht zu verärgern, geben sich die Westmächte nun in der polnischen Frage versöhnlich. Am 4. Tag der Verhandlungen lassen die Briten und die Amerikaner Raciewiczs Exilregierung fallen und anerkennen Bieruts kommunistische Regierung in Lublin. Im Austausch dafür erhalten Churchill und Roosevelt die Zusicherung von Ministerposten für Nichtkommunisten in dieser Regierung. Stalin sichert auch freie Wahlen nach dem Krieg in Polen und allen anderen von der Roten Armee befreiten Staaten zu. Die Phrase „freie Wahlen“ klingt wie ein Sieg für den Westen, aber Stalin hat dafür keine wie auch immer geartete Garantie gegeben. Alles, was sie von Stalin erhielten, war die Versicherung guter Absichten und Formulierungen, die ihnen erlaubten, vor ihren jeweiligen Parlamenten das Gesicht zu wahren. Das war alles, was sie erreicht hatten. Aber was hätten sie auch anderes tun können? Aber sind freie Wahlen in einem Land vorstellbar, das komplett von der Roten Armee besetzt ist? Da haben sich die Führer des Westens etwas vorgemacht.
Im Austausch für diese Versprechen haben die westlichen Politiker Stalin ein Riesengeschenk gemacht. Das ermöglichte ihm die Errichtung eines Puffers gegen den Westen, indem er die Hälfte Polens der Sowjetunion einverleibte, um später Polen deutsches Territorium zu überlassen, das den Staat in den Westen verschob. Stalin bekam die volle Punktezahl in der polnischen Frage. Der Sowjetführer bekam alles, was er wollte. Seine Alliierten hofften, er würde das nicht vergessen. Am 8. Februar brennt die Sonne auf die Krim. Roosevelt ist angespannt und genervt, als die Diskussion über Japan beginnt. Der amerikanische Präsident braucht dringend Stalins Unterstützung. Um sicherzugehen, dass die Dinge in seinem Sinne laufen, lädt er Stalin noch vor der Plenumssitzung zu einem Martini ein. Churchill wurde von diesem Stelldichein nicht informiert. Das Treffen findet hinter seinem Rücken statt. Roosevelt hat die Sorge, der ungestüme Engländer könnte ihn daran hindern, offen zu verhandeln und alles durcheinanderbringen. Der US-Präsident glaubt, sein Herz ausschütten zu können. Er glaubte, es könne sich eine persönliche Beziehung zu Josef Stalin entwickeln. Ich vermute, dass Roosevelt fühlte, er könne Stalin durch diese privilegierte Beziehung, die er aufzubauen bemüht war, beeinflussen. Aber so etwas funktionierte bei Stalin nicht. Nein, er hatte keine Ahnung, wie grausam, wie bar jeden menschlichen Gefühls Stalin war. Zu diesem Zeitpunkt erleiden die amerikanischen Truppen im Pazifik schwere Verluste gegen die fanatischen Japaner. Die Führung errechnete, dass ohne russische Unterstützung der Krieg noch ein weiteres Jahr dauern könnte und mindestens 500.000 GIs das Leben kosten würde. Roosevelt ist entschlossen, dieses Blutbad zu verhindern. Stalin weiß das und erhöht den Einsatz. Im Austausch für russisches Kanonenfutter will er Territorium. Und er ist gierig. Er will die Insel Sachalin und die Kurilen, außerdem die Kontrolle über Port Arthur, die Hafenstadt Dairen und die mandschurische Eisenbahn. Über die Kurilen und Sachalin braucht es keine Verhandlungen, denn sie gehören zu Japan und die Amerikaner sind mehr als froh, japanisches Territorium an die Sowjets zu geben. Aber Dairen und Port Arthur sind problematisch. Sie gehören nämlich zu China. China, das heißt Chiang Kai-shek, der ist ein Alliierter der USA und war in Yalta nicht eingeladen. Roosevelt könnte also verurteilt werden, namentlich vom Senat, wenn er als Konzession an Stalin Gebiete eines Verbündeten vergibt. Eine höchst heikle Situation. Aber Stalin wiederum versucht Roosevelt zu beruhigen. Er will seinen Charme einsetzen, um eine Lösung zu finden und ist sicher, Chiang Kai-shek davon zu überzeugen, die Situation zu akzeptieren. Roosevelts Übersetzer Charles Bohlen erinnert sich. Stalin stellte klar, falls seine Bedingungen nicht erfüllt würden, würde es hart für ihn, ebenso wie für Molotow werden, zu erklären, warum die Sowjetunion Japan den Krieg erklären sollte. Roosevelt war offensichtlich in einer schwierigen Lage. Roosevelt schwankt, aber angesichts der Kompromisslosigkeit der Sowjets schluckt er seine Skrupel runter. Sein Hauptanliegen ist es, diesen Krieg zu einem Ende zu bringen. Seine chinesischen Verbündeten werden geopfert. Zusammen mit Dairen und Port Arthur. Er wird die Dinge mit Chiang Kai-shek regeln, sobald der Krieg vorbei ist. Der amerikanische Präsident kann mit sich zufrieden sein. Er hat seine Ziele erreicht. Sowohl in Bezug auf Japan als auch auf die UNO. Diese neue Organisation, wie Roosevelt sie sieht, wird ein Hafen seines Ehrgeizes, den Frieden in die Welt zu bringen. Stalin hat im Prinzip zugestimmt, Teil dieser Friedenserhaltungsorganisation zu sein.
Durch diese de facto Zustimmung der UdSSR hat Roosevelt sie noch nicht im Sack, aber es ist ein Anfang. Es ist durchaus ein Erfolg, Stalin dazu zu bringen, Molotow nach Dumbarton Oaks zu schicken, um Vorverhandlungen zu beginnen. Stalin fragt immer wieder, diese UNO-Sache, sagen Sie mal, kann ich da wirklich Molotow hinschicken? Ich bin mir nicht ganz sicher. Er spielt also Spielchen. Darin ist er ein Meister. Der 6. Verhandlungstag. Am 9. Februar 1945 stellen Churchill, Roosevelt und Stalin ihre gute Laune für den Pulk der Fotografen zur Schau. Die UNO, Japan, Deutschland, Polen. Die großen drei haben in jedem dieser Punkte Kompromisse erzielt. Und jeder fährt heim mit dem, was ihm am wichtigsten war. Churchill hat sich seiner Gleichwertigkeit mit den zwei mächtigen Verhandlungspartnern versichert, Frankreich in den Kreis der Sieger gehievt und ihm sogar eine Besatzungszone gesichert. Der amerikanische Präsident bekam von Stalin grünes Licht für die UNO und Japan und gemeinsam mit Churchill hat der Stalin nach dem Krieg freie Wahlen in Polen und Osteuropa abgerungen. Aber der Sowjetführer hat den Jackpot abgestaubt. Fraglos brachten Stalin und die Sowjetunion am meisten aus Jalta nach Hause. Stalin bekam, was er wollte in Bezug auf Polen und ziemlich viel von dem, was er von Deutschland wollte. Zumindest, was die Reparationen anlangte. Dieses Bild perfekter Harmonie zwischen den großen drei geht um die Welt. Aber das Bild ist trügerisch. In Jalta legten es Stalin, Roosevelt und Churchill darauf an, gut miteinander auszukommen. Sie wollten die Allianz erhalten, da der Krieg noch immer tobte. Aber letztendlich verteidigte jeder von ihnen nur seine eigene Vision von der Welt und seine eigenen Interessen. Die Jalta-Vereinbarungen sind brüchig. Sie sind aus Kompromissen geboren und ruhen auf einer fragilen Einstimmigkeit zwischen drei außergewöhnlichen Charakteren. Doch am Ende dieser Verhandlungen wollte jeder an sie glauben. An diesem Abend brachten die Delegationen Toasts aus auf die Freundschaft zwischen den Nationen und dem Frieden für alle Menschen. Doch diese Hoffnung starb schnell. Diese zelebrierte Einheit der großen drei sollte schon bald zerbrechen. Läppische 3 Wochen nach der Konferenz trampelte Stalin schon über die Vereinbarungen von Jalta hinweg. Mit der Roten Armee, die immer noch Rumänien besetzt hielt, organisierte er hier die Machtübernahme durch die Kommunisten. In Polen schlugen seine Alliierten ständig einen Namen eines nicht-kommunistischen Ministers vor, aber Stalin blockierte. Der immer vertrauensvolle Roosevelt wurde besorgt. Nach Jalta verlor Roosevelt seine Illusionen. Er erkannte, dass der Stalin, von dem er gedacht hatte, ihn zu kennen, praktisch nichts mit dem tatsächlichen Stalin zu tun hatte. Am 1. April sendet der amerikanische Präsident ein langes Telegramm an seinen Freund Stalin, in dem er Erklärungen fordert. Ich kann Ihnen meine Besorgnis darüber, wie ich die Entwicklungen der Geschehnisse von wechselseitigem Interesse seit unserem fruchtbaren Treffen in Jalta sehe, nicht verhehlen. Geschehnisse, bei denen unsere gemeinsamen Interessen auf dem Spiel stehen. Ich verstehe offen gesagt nicht, warum die jüngsten Ereignisse in Rumänien nicht unter die Bedingungen dieser Vereinbarung fallen sollen. Aber Roosevelts Warnungen stoßen auf taube sowjetische Ohren. Stalin folgt rücksichtslos seinem Plan und installiert kommunistische Regimes in ganz Osteuropa. Roosevelt stirbt 11 Tage, nachdem er dieses Telegramm gesendet hat. Er muss niemals das ganze Ausmaß von Stalins Verrat erleben. Churchill
der zum allgemeinen Entsetzen die Wahlen verliert, ist nunmehr machtlos und sieht ihrem gemeinsamen Masterplan bei seiner Auflösung zu. Die großen drei brachten in Jalta nicht den lang erhofften Frieden in die Welt. Der Traum von der Brüderlichkeit war nicht mehr als Illusion. Bald würden diese einstigen Verbündeten Feinde sein und eine neue Art von Konflikt austragen: den Kalten Krieg.